Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Marionettenbauaktion. Ihr kennt noch Dagmar und ich, wir beide haben zusammen das Projekt uns ausgedacht. Und heute ist auch dabei Judith. Judith zeigt euch heute die ganz praktischen Arbeiten, wie man diese Marionette zu Ende baut. Okay, fangen wir nochmal an mit unserem gesamten Aufbau. Das ist der Körper von unserem Paul. Hallo. Aber Paul ist noch nicht fertig, wie ihr seht. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Und wie wir das machen, das zeigen wir euch jetzt. Wir fangen mal hier mit diesem Bein an. Ihr seht schon, die Form ist fertig und auch die Gelenke stimmen schon. Und hier, es ist eben noch nicht fertig. Und jetzt wollen wir euch mal ganz genau hier an diesem Arm demonstrieren, wie der Körper aufgebaut wird. Judith, komm mal dazu, bitte. Jetzt zeigen wir euch, wie man aus diesem Armskelett einen richtig lebendigen, gefüllten Arm herstellt. Es gibt für den Oberarm zwei Teile. Genau, Judith zeigt das gerade. Die werden dann zusammengeklebt, Unterarme. Und die Hand ist schon vorbereitet. Und bei der Vorbereitung der Teile müsst ihr darauf achten, dass sie genau übereinander passen. Jetzt nimmt Judith die Handschuhe, um ihre Hände natürlich zu schützen, weil jetzt geht es richtig zum Kleben. Zunächst wird es eingesprüht mit Wasser. Dann benutzt Judith, genau, wird erstmal nochmal passgenau aufgelegt. Und jetzt kommt das Klebemittel, das ist Bauschaum. Richtig schütteln und auftragen, ganz genau. Und es muss auf beide Teile gleichzeitig aufgetragen werden, wie ihr seht. Okay. Wenn man die Teile aufeinander presst, dann drückt sich der Kleber in das Skelett sozusagen ein und Judith verbindet jetzt die beiden Teile mit Schaschlikspießen, damit es hält. Und das ist der Vorteil von dem Schaumpolystyrol. Dieses Material ist so weich, dass das sofort aufeinander hält mit dem Bauschaum. Wunderbar. Das Gleiche macht ihr mit dem Unterarm. Wir haben euch hier also an dem Arm gezeigt, wie das gefüllt wird, das ganze Material. Und jetzt zeigen wir euch das am Bein. So, jedes Teil ist genau vorgeschnitzt. Wie gesagt, ihr könnt das mit dem Messer schnitzen und mit Sandpapier nachbearbeiten. Oberschenkel, passend dazu die Wade. Und am Fuß, seht mal, da haben wir hier genau eingeschnitten, passend zu dem Holzteil hier, dass der Schuh richtig passt. Ganz genau. So, weiter geht's mit dem Becken. Genau. Hier auch wieder, seht ihr, diese Ausschneiden hier ist für den Oberschenkel. Deshalb müsst ihr das genau ausschneiden und passend auf unser Holzskelett aufgesetzt. Dazu kommt das Oberteil. Genau. Und der Kopf. Und hier seht mal, da müsst ihr auch genau ausschneiden, in welchem Verhältnis steht das Teil, das Holzteil, das Skelett, zu dem vorgeschnitzten Styropor. Das ist der Unterteil vom Kopf. Der muss genau reingepasst werden. Dann alles vorher einsprühen, wieder mit Wasser.
mit Bauschaum ausfüllen und dann aufsetzen. So, jetzt habt ihr alle Teile übereinander geklebt und dann müsstet ihr warten, ob der Bauschaum wirklich fest ist, weil erst dann könnt ihr ihn weiter bearbeiten. Also es kann 1 Stunde dauern, kann aber auch länger dauern. Wenn das so ist, dann könnt ihr die Form von euren Einzelteilen, seht mal, hier ist die Klebefläche, könnt ihr die mit dem Messer oder mit Sandpapier nacharbeiten. Hier und hier hat das Judith gemacht. Dann habt ihr die komplette Form von euren Einzelteilen und im Anschluss daran kaschiert ihr das. Das bedeutet, hier haben wir es mit Stoff bezogen. Dann bekommt ihr eine glatte Oberfläche und es hat auch eine Stabilität, die das Material allein nicht hat. So ist es stabil und damit könnt ihr dann weiterarbeiten.